Heute gibt es die nächsten 99 Fragen zur Amateurfunkprüfung der Klasse E. Deshalb keine lange Vorrede, stürzen wir uns hinein und es geht los mit ein paar elektronischen Bauelementen. Welche Einheit wird üblicherweise für die Kapazität verwendet? Amperestunden, Henry, Farad oder Ohm? Natürlich, Antwort C ist richtig, Farad. Das hat allerdings nichts mit dem Lastenfahrrad zu tun, sondern kommt von Michael Faraday. Von welcher der nachfolgenden Größen ist die Kapazität eines Plattenkondensators nicht abhängig? Vom Dielektrikum, der Plattenfläche, der Spannung oder dem Plattenabstand? Auch wenn die Formel für die Kapazität C gleich Q durch U ist, hängt die Kapazität doch nicht von der Spannung ab, denn bei höherer Spannung erhöht sich auch die Ladungsmenge und damit bleibt der Quotient Q durch U immer gleich. Die Kapazität wird nur durch die Konstruktion des Kondensators bestimmt, also wie groß sind die Plattenflächen, wie groß ist der Plattenabstand und was für ein Dielektrikum haben wir zwischen den Platten. Richtig ist hier also Antwort C. In welchem Fall sinkt die Kapazität eines Plattenkondensators? A. Bei Vergrößerung der Dielektrizitätszahl, B. Bei Vergrößerung des Plattenabstandes, C. Bei Vergrößerung der Plattenoberfläche oder D. Bei Erhöhung der angelegten Spannung. Gerade haben wir gesagt, die Spannung spielt keine Rolle, deshalb stimmt Antwort D natürlich nicht. Wenn ich die Dielektrizitätszahl, also die Influenzkonstante Epsilon, vergrößere, vergrößert sich auch die Kapazität. Die Frage war, wann sinkt die Kapazität? Wenn ich die Plattenoberfläche vergrößere, wird auch die Kapazität des Plattenkondensators größer. Sie sinkt aber, wenn ich den Abstand der Platten vergrößere. Welchen zeitlichen Verlauf hat die Spannung an einem entladenen Kondensator, wenn dieser über einen Widerstand an eine Gleichspannungsquelle angeschlossen wird? Am Anfang ist der Kondensator also entladen. Deshalb muss die Spannung am Anfang auch 0 sein. Damit fallen schon mal die Antworten B und D raus. Wenn der Kondensator noch leer ist, dann fließt ein sehr hoher Ladestrom. Damit steigt auch die Spannung sehr schnell an. Und mit steigendem Ladezustand wird dieser Anstieg dann immer flacher. Deshalb ist Antwort A richtig. Antwort C macht keinen Sinn. Warum soll sich am Anfang erst einmal keine Spannung aufbauen und sich dann der Kondensator erst nach einer gewissen Zeit aufladen? Welches Verhalten zeigt der Wechselstromwiderstand eines idealen Kondensators mit zunehmender Frequenz? A. Er sinkt bis zu einem Minimum und steigt dann wieder. B. Er steigt. C. Er steigt bis zu einem Maximum und sinkt dann wieder. Oder D. Er sinkt. Hier ist es von Vorteil, wenn man die Formel zur Berechnung des kapazitiven Blindwiderstandes kennt. Xc ist gleich 1 durch 2πf mal C. Der Wechselstromwiderstand hängt linear von der Frequenz ab. Deshalb ergibt es keinen Sinn, dass der Widerstand erst sinkt und dann wieder steigt oder umgekehrt. Die Antworten A und C können wir schon mal vergessen. Die Frequenz steht im Nenner und wenn der Nenner größer wird, dann wird der ganze Bruch kleiner. Das heißt, der Blindwiderstand des Kondensators sinkt mit der Frequenz. Das kann man sich auch so überlegen. Nehmen wir mal die niedrigste Frequenz an, die es gibt. Das wäre ein Gleichstrom. Der Gleichstrom wird von dem Kondensator überhaupt nicht durchgelassen. Das heißt, der Widerstand ist unheimlich groß, im Idealfall unendlich. Und mit steigender Frequenz wird er dann immer durchlässiger. Welche Kondensatoren sollen vorzugsweise für HF-Filter verwendet werden? Keramik- oder Luftkondensatoren, Folienkondensatoren, Aluminium-Elektrolytkondensatoren oder Tantal-Elektrolytkondensatoren. Folienkondensatoren haben das Problem, dass sie eine ziemlich hohe Induktivität haben. Bei den Elektrolytkondensatoren kommt noch dazu, dass sie einen sehr hohen seriellen Widerstand besitzen. Außerdem nimmt man Elektrolytkondensatoren vor allen Dingen bei sehr hohen Kapazitäten.
Im HF-Bereich braucht man solche hohen Kapazitäten gar nicht. Am besten geeignet für HF-Filter sind Keramik- oder Luftkondensatoren. Bei welcher der folgenden Bauformen von Kondensatoren muss beim Einbau auf die Polarität geachtet werden? Da brauchen wir jetzt nicht lange raten. Das ist natürlich der Elektrolytkondensator. Wie nennt man ein Bauelement, bei dem sich Platten auf einer isolierten Achse befinden, die zwischen feststehenden Platten rotiert werden können? Das ist ein Bauelement, was man heute nur noch sehr selten findet. So ein Ding heißt Drehkondensator. Welche Einheit wird üblicherweise für die Induktivität verwendet? Das ist natürlich das Henry. Wie kann man die Induktivität einer zylindrischen Spule vergrößern? A. Durch Einführen eines Kupferkerns in die Spule. B. Durch Stauchen der Spule in Längsrichtung. C. Durch Auseinanderziehen der Spule in Längsrichtung. Oder D. Durch Einbau der Spule in einen Abschirmbecher. Hier hilft natürlich auch wieder die Berechnungsformel für die Induktivität einer Zylinderspule. Was verändert sich, wenn wir einen Kupferkern in eine Spule einführen? Der Wert von μR, also die relative Permeabilität von Kupfer, ist etwas geringer als die von Luft oder Vakuum. Deshalb verringert sich da die Induktivität. Wenn wir die Spule stauchen oder strecken, dann verändert sich die Länge der Spule. Und die Länge ist indirekt proportional zur Induktivität. Das heißt, ich muss die Länge verringern, um die Induktivität zu vergrößern. Richtig ist also Antwort B. Vorausgesetzt sind zwei Spulen in gleicher Umgebung, mit gleicher Windungszahl und mit gleicher Querschnittsfläche. Die erste Spule hat eine Induktivität von 12 Mikrohenry. Die zweite Spule hat die doppelte Länge der ersten Spule. Wie groß ist die Induktivität der zweiten Spule? Die Abbildung zeigt das auch nochmal. Die Länge der Spule wird bei der zweiten Spule vergrößert, ohne dass sich die anderen Werte ändern. Sie hat immer noch den gleichen Querschnitt und die gleiche Windungszahl. Die Induktivität ändert sich linear mit der Länge der Spule und wenn ich die Spule doppelt so lang mache, dann verringert sich die Induktivität auf die Hälfte. Richtige Antwort ist also 6 Mikrohenry. Wie ändert sich die Induktivität einer Spule von 12 Mikrohenry, wenn die Windungszahl bei gleicher Wickellänge verdoppelt wird? Wir haben wieder 4 Werte zur Auswahl. 3 Mikrohenry, 6 Mikrohenry, 48 Mikrohenry oder 24 Mikrohenry. Jetzt Vorsicht! Wer instinktiv sagt, wir haben die Windungszahl verdoppelt, damit verdoppelt sich auch die Induktivität, der liegt leider falsch. Denn die Windungszahl geht quadratisch in diese Formel ein. Das heißt, bei einer Verdopplung der Windungszahl vervierfacht sich die Induktivität. Richtige Antwort ist also C, 48 Mikrohenry. Hat ein gerades Leiterstück eine Induktivität? A. Nein, der Leiter muss wenigstens eine Krümmung, eine Viertel, halbe oder ganze Windung haben. B. Nein, beispielsweise im Vakuum entstehen keine Induktivitäten. C. Ja, solange der Blindwiderstand 0 Ohm beträgt. Oder D. Ja, jeder Leiter besitzt, unabhängig von der Form, eine Induktivität. Gehen wir die Antworten mal der Reihe nach durch. Der Leiter muss wenigstens eine Krümmung haben. Ja, warum eigentlich? Heißt das, wenn der Draht komplett gerade ist, passiert nichts und wenn ich ihn nur ein klein wenig knicke, dann hat er plötzlich eine Induktivität? Antwort B. Warum soll im Vakuum keine Induktivität entstehen? Eine Spule im Vakuum hat natürlich eine Induktivität. Antwort C. Solange der Blindwiderstand 0 Ohm beträgt. Darum geht es ja gerade. Gibt es überhaupt einen Leiter, der einen Blindwiderstand von 0 Ohm hat? Die Antwort darauf ist nein, denn jeder Leiter hat eine Induktivität. Was ist denn das Merkmal einer Induktivität? Eine Induktivität wirkt schnellen Stromänderungen entgegen und Grund dafür ist die Selbstinduktion. Wenn ich einen Strom durch einen Leiter schicke, entsteht ein Magnetfeld. Dieses Magnetfeld erzeugt in dem Leiter eine Induktionsspannung. Diese wirkt dem Stromanstieg entgegen und verlangsamt ihn deshalb. Und das passiert natürlich auch in einem schnurgeraden Leiter. Denn auch wenn ich einen Strom durch einen absolut geraden Leiter schicke, entsteht dort ein Magnetfeld um ihn herum. Jeder Leiter besitzt, unabhängig von seiner Form, eine Induktivität, auch wenn sie bei einem geraden Leiter relativ klein ist. Das kann aber in der HF-Technik schon entscheidend sein.
Welcher der nachfolgenden Werkstoffe ist bei Raumtemperatur ein ferromagnetischer Stoff? Eisen, Kupfer, Aluminium oder Chrom? Ferromagnetische Stoffe können ein Magnetfeld verstärken. Da gibt es eigentlich nur 3 Elemente und das sind Eisen, Kobalt und Nickel. Entscheidend ist das μR in der Formel. Das ist die relative Permeabilität eines Stoffes im Vergleich zu der im Vakuum. Vakuum hat ein μR von 1. Die meisten anderen Stoffe bewegen sich um die 1 herum. Einzig die ferromagnetischen Stoffe haben ein relativ hohes μR. Bei Eisen kann es zwischen 1000 und 10.000 liegen. Welcher Effekt verringert die Induktivität einer von hochfrequentem Strom durchflossenen Spule beim Einführen eines Kupfer- oder Aluminiumkerns? A. Das leitfähige Material schließt das Feld kurz, sodass es im Innern der Spule verschwindet. B. Das hochfrequente Magnetfeld kann nicht in den Kern eindringen, was den Querschnitt des Feldes verringert. C. Kupfer und Aluminium sind ferromagnetisch und schwächen das Feld ab. Oder D. Kupfer und Aluminium sind nicht magnetisch und haben keinen Einfluss auf das Feld. Die Fragestellung widerspricht ja schon der Antwort D, deshalb können wir die schon mal ausschließen. Antwort C streichen wir auch, weil wir gerade festgestellt haben, dass Kupfer und Aluminium nicht ferromagnetisch sind. Die richtige Antwort ist Antwort B. Wenn man ein nicht ferromagnetisches, aber gut leitfähiges Material in eine Spule einführt, entstehen dort Wirbelströme. Die erzeugen wieder Magnetfelder, die dem Magnetfeld der Spule entgegenwirken und deshalb sinkt die Induktivität. An eine Spule wird über einen Widerstand eine Gleichspannung angelegt. Welcher der nachfolgenden Diagramme zeigt den zeitlichen Verlauf der Spannung über der Spule? Ein idealer Ohmscher Widerstand wäre ja praktisch ein Kurzschluss. Und in dem Moment, wo ich da eine Spannung anlege, würde die sofort kurzgeschlossen werden und auf Null sinken. Bei einer Spule passiert das eben nicht, weil der Strom ja erst allmählich ansteigen kann und damit sinkt auch die Spannung allmählich. Deshalb ist Antwort B die richtige. Die Spannung sinkt allmählich bis auf einen Minimalwert ab. Schaltet man 2 Leuchtmittel gleichzeitig an eine Gleichspannungsquelle, wobei ein Leuchtmittel, Lampe 1, zum Helligkeitsausgleich über einen Widerstand und das andere, Lampe 2, über eine Spule mit vielen Windungen und Eisenkern angeschlossen ist, so passiert Folgendes. A. Leuchtet Lampe 2 zuerst. B. Leuchtet Lampe 1 zuerst. C. Leuchtet Lampe 2 kurz auf und geht dann wieder aus. Lampe 1 leuchtet. Oder D. Leuchten Lampe 1 und Lampe 2 genau gleichzeitig. Wir haben ja gerade lange genug darüber geredet, dass eine Induktivität den Stromanstieg verlangsamt. Deshalb leuchtet Lampe 1 sofort, weil sie nur über einen ohmschen Widerstand angeschlossen ist. Und der Strom durch Lampe 2 steigt erst allmählich an. Lampe 2 leuchtet dann später. Richtige Antwort ist also B. Welches Verhalten zeigt der Wechselstromwiderstand einer idealen Spule mit zunehmender Frequenz? Das ist die gleiche Frage, die wir schon beim Kondensator hatten. Gucken wir uns wieder die Formel zur Berechnung des Blindwiderstands einer Spule an. XL ist gleich 2Pi mal F mal L. Wenn hier die Frequenz größer wird, wird auch XL größer. Also mit steigender Frequenz steigt auch der Wechselstromwiderstand der Spule. Das kann man sich auch wieder einfach merken. Bei einem Gleichstrom, also Frequenz 0, ist die Spule praktisch ein Kurzschluss. Das heißt, der Widerstand ist 0. Und wenn ich einen Wechselstrom anlege, dann behindert die Selbstinduktion den Stromanstieg. Und zwar umso mehr, je höher die Frequenz ist. Und deshalb steigt der Widerstand mit der Frequenz an. Wie hoch ist die Spannung zwischen den Punkten A und B in dieser Schaltung für ein Transformationsverhältnis von 15:1? Die Spannungen bei einem Transformator verhalten sich genauso wie die Windungszahlen der beiden Spulen. Die Primärspule, an der hier 230 Volt anliegen, hat offensichtlich eine 15 mal so hohe Windungszahl. Also muss die Sekundärspannung an den Klemmen A und B ein Fünfzehntel der Primärspannung sein. 230 geteilt durch 15 ergibt dann 15,3, also etwa 15 Volt. An der Primärwicklung eines Transformators mit 600 Windungen liegt eine Spannung von 230 Volt an.
Die Sekundärspannung beträgt 11,5 Volt. Wie groß ist die Sekundärwindungszahl? Gleiche Aufgabe, nur andersherum. Rechnen wir das Verhältnis der beiden Spannungen aus. 230 durch 11,5 ist 20. Das heißt, die Sekundärwindungszahl muss 1/20 der Primärwindungszahl sein. 600 durch 20 ergibt 30. Eine in Sperrrichtung betriebene Diode zeichnet sich insbesondere aus durch eine hohe Kapazität, eine hohe Induktivität, einen hohen Widerstand, eine geringe Impedanz. Eine Diode in Sperrrichtung soll möglichst keinen Strom fließen lassen, also muss sie möglichst einen hohen Widerstand haben. Die Auswahlantworten enthalten Siliziumdioden mit unterschiedlichen Arbeitspunkten. Bei welcher Antwort befindet sich die Diode in leitendem Zustand? Wenn eine Siliziumdiode leitet, dann haben wir etwa eine Flussspannung von 0,7 Volt über der Diode. Sie leitet, wenn der Strom in Pfeilrichtung beim Schaltzeichen fließt. Gemeint ist damit die technische Stromrichtung von Plus nach Minus. Wir müssen also an der Anode den Pluspol und an der Kathode den Minuspol haben. Gehen wir die Antworten mal durch. Bei A ist die Kathode positiver als die Anode. Das kann also nicht funktionieren, die Diode ist in Sperrrichtung. Auch bei der Antwort B ist die Kathode positiver als die Anode, beziehungsweise die Anode negativer als die Kathode, was ja das gleiche ist. Bei Antwort C das gleiche Spiel, 1,6 Volt sind mehr als 0,9 Volt. Richtig ist also Antwort D. Die Kathode hat eine Spannung von minus 0,4 Volt, die Anode plus 0,3 Volt, das macht eine Differenz von 0,7 Volt. Und die positivere Spannung liegt an der Anode. Welche typischen Schwellspannungen haben Germanium- und Siliziumdioden? Ihr seht die 4 verschiedenen Antworten. Die Flussspannung bei Germaniumdioden liegt so um die 0,3 Volt und bei Silizium um die 0,7 Volt. Demzufolge ist die Antwort B hier die richtige. Welche Diode wird durch Kennlinie 2 charakterisiert? Zur Auswahl haben wir jetzt Schottky-Diode, Leuchtdiode, Germaniumdiode oder Siliziumdiode. Die Kennlinien unterscheiden sich in 2 Dingen. Einmal sind sie unterschiedlich steil und wir haben unterschiedlich hohe Flussspannungen, also Spannungen, bei denen der Strom anfängt zu fließen. Die Kennlinie 2 ist nicht ganz so steil und der Strom fängt so bei rund 0,3 Volt an zu fließen. Das ist typisch für eine Germaniumdiode. Klären wir auch gleich mal, was die anderen Kennlinien bedeuten. Kennlinie 3 ist natürlich eine Siliziumdiode. Wir haben eine Flussspannung zwischen 0,6 und 0,7 Volt. Kennlinie 1 ist eine sehr steile Kennlinie mit einer sehr geringen Flussspannung. Das ist eine Schottky-Diode. Im Gegensatz zu den anderen Dioden ist das aber keine klassische PN-Diode, sondern wir haben es hier mit einem Metall-Halbleiterübergang zu tun. Ja, und Kennlinie 4 ist eine Diode mit einer sehr hohen Flussspannung und das ist typisch für eine Leuchtdiode, wobei die Flussspannung von den Halbleitermaterialien abhängt und die bestimmen die Lichtfarbe. Wozu dient die folgende Schaltung? Zur Spannungserhöhung, zur Stromgewinnung, zur Leuchtanzeige oder zur Leistungsüberwachung? Ja, das ist ganz einfach. Natürlich eine Leuchtanzeige. Wir haben eine Leuchtdiode mit entsprechendem Vorwiderstand und wenn man eine Spannung anlegt, dann leuchtet die einfach nur. Folgende Schaltung einer Leuchtdiode wird an einer Betriebsspannung von 5,5 Volt betrieben. Der Strom durch die Leuchtdiode soll 25 mA betragen, wobei die Durchlassspannung 1,75 Volt beträgt. Der notwendige Vorwiderstand muss folgende Werte haben. Und da haben wir jetzt wieder 4 Varianten zur Auswahl. Berechnen wir erstmal den Widerstandswert. Wir haben eine Betriebsspannung von 5,5 Volt. Die Leuchtdiode hat eine Flussspannung von 1,75 Volt. Das ergibt eine Differenz von 3,75 Volt, die müssen über dem Widerstand liegen.
Und das bei einem Strom von 25 mA ergibt einen Wert von 150 Ohm. Bei Vorwiderständen sollte man auch immer die Verlustleistung ausrechnen, die an so einem Widerstand in Wärme umgesetzt wird, damit der Widerstand nicht überlastet wird. In dem Fall sind es 25 mA mal 3,75 Volt und das ergibt 0,09, also rund 0,1 Watt. Richtige Antwort ist also Antwort A. Welches Bauteil wird durch das Schaltzeichen symbolisiert? Hier muss man jetzt genau hinschauen. An der Kathode der Diode ist ein kleiner Haken und das ist das Schaltzeichen für eine Z-Diode. In welcher der folgenden Schaltungen ist die Z-Diode zur Spannungsstabilisierung richtig eingesetzt? Eine Z-Diode wird in Sperrrichtung betrieben, denn man nutzt die Kennlinie, die beim Durchbruch der Diode entsteht. Der Widerstand ist ein Vorwiderstand, der verhindert, dass der Strom über die Diode zu stark ansteigt. Der muss logischerweise vor der Diode liegen, deshalb ist Antwort C schon mal falsch. Hier würde die Z-Diode wahrscheinlich zerstört werden. Antwort A ist falsch, weil wir die Diode hier in Durchlassrichtung betreiben. Das gleiche hätten wir auch bei Antwort D. Wir müssen nämlich genau hinsehen, da steht oben jetzt minus 12 Volt. Die einzig richtige Beschaltung ist Antwort B. Folgende Schaltung einer Stabilisierungsschaltung mit Z-Diode ist gegeben. Der Strom durch die Z-Diode soll 25 mA betragen und der Laststrom ist 20 mA. Der Wert des notwendigen Vorwiderstandes beträgt, ja, das ist eine ähnliche Rechnung wie bei der Leuchtdiode. Über der Z-Diode und damit auch über dem Lastwiderstand haben wir eine Spannung von 4,7 Volt. 13,8 Volt liegen an. Das ergibt über dem Vorwiderstand eine Spannung von 9,1 Volt. Durch den Widerstand fließen sowohl der Laststrom als auch der Strom durch die Z-Diode. Das sind zusammen 45 mA und das ergibt einen Widerstandswert von rund 202 Ohm. Welches sind die Haupteigenschaften einer Schottky-Diode? A. Sehr hohe Durchlassspannung und sehr hohe Schaltfrequenz. B. Sehr niedrige Durchlassspannung und sehr niedrige Schaltfrequenz. C. Sehr niedrige Durchlassspannung und sehr hohe Schaltfrequenz. D. Sehr hohe Durchlassspannung und sehr niedrige Schaltfrequenz. An der Kennlinie haben wir vorhin schon gesehen, die Schottky-Diode hat eine sehr geringe Durchlassspannung. Und man nutzt sie, wenn man ein schnelles Bauelement braucht. Das heißt, sie hat eine hohe Schaltfrequenz. Antwort C ist also richtig. Wenn man so eine Diode mal in einer Schaltung austauschen muss, ist es wichtig darauf zu achten, auch wieder eine Schottky-Diode zu verwenden und sie nicht einfach durch irgendeine Wald- und Wiesendiode zu ersetzen. Wofür können Halbleiterdioden beispielsweise verwendet werden? Zur Speicherung von Wechselströmen wüsste ich nicht, wie das gehen soll. Als Verstärker in Stromversorgung macht auch irgendwie keinen Sinn. Zur Gleichrichtung von Wechselspannung, na klar. Und als Widerstand in Netzteilen, das ist auch Blödsinn. Es fällt zwar eine gewisse Flussspannung über der Diode ab, aber eigentlich will man das ja gar nicht, weil dadurch wieder Wärme entsteht. Für welchen Zweck werden Z-Dioden primär eingesetzt? Brauchen wir auch nicht lange drum herum reden. Natürlich zur Spannungsstabilisierung. Ein Transistor ist ein Nichtleiterbauelement, ein Halbleiterbauelement, ein Laserbauelement oder ein Kaltleiterbauelement. Also wer hier jetzt nicht die richtige Antwort kennt, der sollte an der Stelle besser aufhören. Das ist natürlich ein Halbleiterbauelement. Allerdings, wenn man ein bisschen spitzfindig wäre, könnte man auch sagen, ein Halbleiter ist im Normalzustand eigentlich eher ein Nichtleiter, aber im Transistor benutzen wir den ja nicht im Reinzustand, sondern dotiert. Deswegen stimmt das nicht. Ein Laserbauelement ist es auch nicht und Halbleiter sind eben keine Kaltleiter, sondern genau das Gegenteil. Das sind sogenannte Heißleiter. Welches Schaltzeichen stellt einen bipolaren Transistor dar? Auch da hat hoffentlich keiner ein Problem. Das ist natürlich Abbildung A. Bei diesem Bauelement handelt es sich um einen NPN-Transistor, PNP-Transistor, P-Kanal-FET
oder N-Kanal-FET. Ich hoffe, das erkennt jetzt jeder, das ist natürlich B, der PNP-Transistor. Für einige vielleicht ein bisschen ungewohnt, weil die heute nur selten eingesetzt werden. Früher war das anders, bei den Germanium-Transistoren waren das hauptsächlich PNP-Transistoren, aber es gibt natürlich auch PNP-Transistoren als Siliziumbauelemente und die werden auch hin und wieder mal gebraucht. Wie lauten die Bezeichnungen der Anschlüsse eines bipolaren Transistors? Ich hoffe, auch das sollte jetzt kein großes Problem sein. Die nennt man natürlich Emitter, Basis und Kollektor. Welcher Anschluss ist denn nun welcher? Der Anschluss mit dem Pfeil, das ist der Emitter. Der Anschluss 2, das ist der Steueranschluss, die Basis. Und 1 ist der Kollektor. Wie groß muss die Spannung UBE in etwa sein, sodass sich der Transistor im leitenden Betriebszustand befindet? Im leitenden Zustand haben wir die Flussspannung über der Basis-Emitter-Diode. Die liegt bei 0,6 bis 0,8 Volt. Jetzt muss man bloß gucken, wie ist das mit dem Vorzeichen? Wir haben ja hier eine Auswahl von Spannungen, mal mit Minus und mal mit Plus. Ich glaube, Antwort A können wir gleich streichen, bei 0 Volt fließt auch kein Strom. Aber muss die Spannung jetzt positiv oder negativ sein? Der Pfeil beim Emitter zeigt die technische Stromrichtung an, das heißt, die Basis muss positiver sein als der Emitter. Und Spannungswerte werden auch so angegeben, in Richtung der technischen Stromrichtung, also von Plus nach Minus. Demzufolge muss die Spannung an der Basis plus 0,6 Volt sein. In einer Schaltung wurden die Spannungen der Transistoranschlüsse gegenüber Massepotential gemessen, bei welchem der folgenden Transistoren fließt Kollektorstrom. Ein Kollektorstrom fließt natürlich nur, wenn auch ein Basisstrom fließt. Die Bedingungen dafür haben wir uns gerade angesehen. Über der Basis-Emitter-Diode müssen 0,6 bis 0,7 Volt liegen. Gehen wir mal die einzelnen Möglichkeiten durch. Bei A haben wir am Emitter eine negativere Spannung als an der Basis. Wir haben hier aber einen PNP-Transistor. Diesmal muss die Basis negativer sein als der Emitter. Deshalb haben wir hier keinen Basisstrom. Im Fall B haben Basis und Emitter die gleiche Spannung. Also auch hier kann kein Strom fließen. Bei den anderen beiden Varianten haben wir nur bei Antwort C den Emitter positiver als die Basis. Einige lassen sich vielleicht verwirren, weil da am Kollektor 0 Volt steht, aber das ist okay. 0 Volt ist negativer als plus 5,6 Volt oder plus 6,2 Volt. Was versteht man unter Stromverstärkung beim Transistor? Gemeint ist hier natürlich ein Bipolartransistor. Bei Feldeffekttransistoren spricht man von Steilheit. A. Mit einem geringen Emitterstrom wird ein großer Kollektorstrom gesteuert. B. Mit einem geringen Kollektorstrom wird ein großer Emitterstrom gesteuert. C. Mit einem geringen Emitterstrom wird ein großer Basisstrom gesteuert. Oder D. Mit einem geringen Basisstrom wird ein großer Kollektorstrom gesteuert. Und genau das ist die richtige Antwort. Das Verhältnis von Kollektorstrom zu Basisstrom ist die Stromverstärkung des Transistors. Durch welchen Transistoranschluss fließt im leitenden Zustand der größte Strom? Der eine oder andere wird vielleicht reflexartig sagen durch den Kollektor, aber das ist eben nicht richtig. Denn über den Emitter fließen sowohl der Kollektorstrom als auch der Basisstrom. Deshalb ist Emitter die richtige Antwort. Welche Transistortypen sind bipolare Transistoren? A. Sperrschicht-FETs, B. Isolierschicht-FETs, C. Dual-Gate-MOSFETs oder D. NPN- und PNP-Transistoren. Antwort D ist natürlich richtig. FET steht ja für Feldeffekttransistor. Welches Bauteil kann als Schalter, Verstärker oder Widerstand eingesetzt werden? Das klappt nicht mit der Diode. Auch ein Kondensator kann das nicht. Ein Transformator auch nicht. Also richtig ist Antwort C, natürlich der Transistor. Zwei Widerstände mit R1 gleich 100 Ohm und R2 gleich 400 Ohm sind parallel geschaltet. Wie groß ist der Gesamtwiderstand?
Bei der Parallelschaltung von Widerständen addiert man praktisch die Leitwerte. Das sind ja die Kehrwerte der Widerstände. Oder man kann das auch bei zwei Widerständen mit dieser Formel machen. Die haben wir uns hier auf dem Kanal auch schon mal hergeleitet. Was kommt da jetzt raus? Wir haben also einmal R1 mal R2, 100 mal 400 ist 40.000, geteilt durch 500 und das macht 80 Ohm. Drei gleich große parallel geschaltete Widerstände haben einen Gesamtwiderstand von 1,7 Kiloohm. Welchen Wert hat jeder Einzelwiderstand? Wenn gleiche Widerstände parallel geschaltet werden, dann kann man den Gesamtwiderstand ausrechnen, indem man den Wert eines einzelnen Widerstands durch die Anzahl der Widerstände teilt. Also müssen wir, wenn wir vom Gesamtwiderstand auf den Einzelwiderstand schließen wollen, diesen dann mal 3 nehmen. 1,7 mal 3 macht 5,1 Kiloohm. Wie groß ist der Gesamtwiderstand dieser Schaltung, wenn R1 gleich 1 Kiloohm, R2 gleich 3 Kiloohm und R3 gleich 1500 Ohm betragen? R2 und R3 parallel ergeben nach der Formel zusammen 1 Kiloohm. Und dann liegt dazu noch R1 mit 1 Kiloohm in Reihe. 1 plus 1 macht 2, der Gesamtwiderstand ist also 2 Kiloohm. Wie groß ist der Gesamtwiderstand dieser Schaltung? Wir berechnen zunächst mal die Parallelschaltung der Widerstände. Dummerweise sind die diesmal nicht alle gleich, deshalb muss man wirklich Schritt für Schritt rechnen. Wenn wir den 10 Kiloohm Widerstand parallel zum 2,5 Kiloohm Widerstand berechnen, ergibt das einen Widerstand von 2 Kiloohm. Dazu liegt dann parallel noch der 500 Ohm Widerstand. 2 Kiloohm und 500 Ohm parallel ergeben 400 Ohm. Und dazu liegen jetzt noch die 600 Ohm von R4 in Reihe. Der Gesamtwiderstand ist also 1 Kiloohm. Die nächste Zusammenschaltung lässt sich nun wirklich ganz einfach im Kopf ausrechnen. R1 und R2 liegen in Reihe, addieren sich also. 500 Ohm plus 1,5 Kiloohm macht zusammen 2 Kiloohm. Und dazu liegt nochmal 2 Kiloohm parallel. Bei zwei gleichen Widerständen parallel halbiert sich der Gesamtwiderstand auf 1 Kiloohm. Welche Belastbarkeit kann die Zusammenschaltung von drei gleich großen Widerständen mit einer Einzelbelastbarkeit von je einem Watt erreichen, wenn alle drei Widerstände entweder parallel oder in Reihe geschaltet werden? A. 3 Watt bei Parallel- und 1 Watt bei Reihenschaltung. B. 1 Watt bei Parallel- und bei Reihenschaltung. C. 3 Watt bei Parallel- und bei Reihenschaltung. Oder D. 1 Watt bei Parallel- und 3 Watt bei Reihenschaltung. Jetzt könnte man denken, bei Parallel- und Reihenschaltung fließen ja unterschiedlich hohe Ströme, also müssten sich die Leistungen doch unterscheiden, die da in Wärme umgesetzt werden. So ist es aber eben nicht. Bei der Reihenschaltung fließt durch alle Widerstände der gleiche Strom, aber die Spannung verteilt sich auf alle drei Widerstände. Und bei der Parallelschaltung liegen alle an der gleichen Spannung und der Strom verteilt sich auf drei Widerstände. Unter dem Strich bedeutet das, die Leistung verteilt sich jedes Mal gleichmäßig auf alle drei Widerstände und wenn jeder 1 Watt verträgt, dann kann ich alle drei zusammen mit 3 Watt belasten. Dieses Bild sieht jetzt ziemlich kompliziert aus. Wir sollen den Gesamtwiderstand bestimmen und auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, das kann man ganz einfach im Kopf machen. Als erstes fassen wir mal die 200 Ohm Widerstände zusammen zu je 400 Ohm. Dann wird daraus eine Parallelschaltung von je zwei 400 Ohm Widerständen. Das ergibt dann jeweils 200 Ohm. Wir haben also jetzt zweimal 200 Ohm in Reihe und jetzt kommen noch die beiden anderen Widerstände dazu, die auch in Reihe liegen, nämlich 400 Ohm und 150 Ohm und alles zusammen macht dann 950 Ohm. Wie teilt sich die Spannung an zwei in Reihe geschalteten Widerständen auf, wenn R1 gleich 1/6 von R2 ist? Gefragt ist nach der Spannung über dem ersten Widerstand. Ist sie 5 mal U2, U2 Sechstel, 6 mal U2 oder U2 Fünftel? Richtige Antwort ist hier Antwort B.
Denn wenn R1 ein Sechstel des zweiten Widerstands beträgt, dann liegt über R1 auch nur ein Sechstel der Spannung, die über R2 liegt. Das Verhältnis der Widerstände ist gleich dem Verhältnis der Spannung über den Widerständen. Ganz einfach die Spannungsteilerregel angewendet. Hier jetzt nochmal eine Rechnung mit Zahlen. Auch das kann man im Kopf ausrechnen. Die Gesamtspannung U an folgendem Spannungsteiler beträgt 9 Volt. Die Widerstände haben die Werte 10 Kiloohm und 20 Kiloohm. Wie groß ist die Teilspannung U2? Beide Widerstände zusammen ergeben 30 Kiloohm. R1 ist ein Drittel des Gesamtwiderstandes und R2 ist 2/3 des Gesamtwiderstandes. Also liegen über R2 auch 2/3 der Gesamtspannung. Und 2/3 von 9 Volt sind 6 Volt. Wie groß ist die Gesamtkapazität von 3 parallel geschalteten Kondensatoren von 22 Nanofarad, 0,033 Mikrofarad und 15.000 Picofarad? Die Formeln für Reihen- und Parallelschaltung funktionieren genau andersherum wie bei Widerständen. Das heißt, bei parallel geschalteten Kondensatoren addieren sich jetzt die Kapazitäten. Also müssen wir die 3 Zahlen nur zusammenrechnen. Dummerweise haben wir hier 3 verschiedene Maßeinheiten. Ich rechne die in die mittlere Maßeinheit um, also Nanofarad. Da haben wir 22 Nanofarad, 0,033 Mikrofarad sind 33 Nanofarad, das macht zusammen schon 55 Nanofarad, und 15.000 Picofarad sind 15 Nanofarad. Alles zusammen sind also 70 Nanofarad. Jetzt haben wir hier nur 700 Nanofarad zu stehen, aber 0,070 Mikrofarad ist dasselbe wie 70 Nanofarad. Antwort D ist richtig. Welche Gesamtkapazität ergibt sich bei einer Reihenschaltung der Kondensatoren 100 Mikrofarad, 200.000 Nanofarad und 200 Mikrofarad? Hier verhält es sich jetzt so wie bei der Parallelschaltung von Widerständen. 200.000 Nanofarad und 200 Mikrofarad ist ja das gleiche. Das heißt, wir haben schon mal 2 gleich große Kapazitäten in Reihe. Und 2 mal 200 Mikrofarad in Reihe ergeben zusammen 100 Mikrofarad. Und dann kommt noch der dritte Kondensator mit nochmal 100 Mikrofarad dazu. Das heißt, wir haben jetzt 100 und 100 in Reihe. Der Wert halbiert sich jetzt nochmal. Das Ergebnis ist also 50 Mikrofarad. Welche Gesamtkapazität hat die folgende Schaltung? C1 hat 10 Nanofarad, C2 auch und C3 5 Nanofarad. Auch das lässt sich wieder einfach im Kopf rechnen. Die Reihenschaltung von C1 und C2 ergibt 5 Nanofarad. Bei 2 gleichen Kapazitäten in Reihe halbiert sich einfach der Wert. Dazu parallel liegen nochmal 5 Nanofarad. Die addieren sich jetzt dazu. 5 und 5 macht 10 Nanofarad. Und jetzt das Ganze nochmal ein bisschen anders zusammengeschaltet, aber auch das lässt sich im Kopf rechnen. C2 und C3 liegen parallel, werden also addiert. 4 und 4 macht 8 Nanofarad. Und das in Reihe mit nochmal 8 Nanofarad ergibt dann wieder 4 Nanofarad. Welche Eigenschaften sollten Gleichspannungsquellen aufweisen? A. Gleichspannungsquellen sollten bei Belastung eine hohe Spannungskonstanz haben. B. Gleichspannungsquellen sollten bei Belastung die Spannung erhöhen. C. Gleichspannungsquellen sollten bei Belastung einen Wechselspannungsanteil haben. Und D. Gleichspannungsquellen sollten bei Belastung eine niedrige Spannungskonstanz haben. Ich denke, wir sind uns einig, Antwort D taugt nichts. Antwort C ist genauso unsinnig. Wir wollen eine sehr glatte, gleichmäßige Gleichspannung haben, möglichst ohne Wechselspannungsanteil. Bei Belastung sollte die Spannung sich auch nicht erhöhen, sondern sie sollte einfach konstant bleiben. Wählen Sie die normgerechten Aderkennfarben von dreiadrigen, isolierten Energieleitungen und Kabeln in der Reihenfolge Schutzleiter, Außenleiter, Neutralleiter. Der Schutzleiter ist immer grün-gelb gekennzeichnet, der Außenleiter nach den neuesten Normen braun und der Neutralleiter blau. Richtig ist also Antwort C. Bei älteren Leitungen kann euch auch immer noch mal eine schwarze Ader anstelle der braunen Ader begegnen.
Früher wurde für den ersten Außenleiter oder die Phase, wie wir gesagt haben, eine schwarze Ummantelung benutzt. Welchen Verlauf hat die Spannung U? Wir haben hier einen Transformator, einen Gleichrichter und einen Lastwiderstand. Da wir nur eine Diode haben, lässt sie den Strom auch nur in eine Richtung durch. Darstellung C wäre eine Wechselspannung. Das würde ja bedeuten, der Gleichrichter hätte gar keine Wirkung. Die ist also falsch. Darstellung B zeigt eine Zwei-Wege-Gleichrichtung. Die zweite Halbwelle wird genutzt. Dazu brauchen wir aber mindestens eine zweite Diode oder eine Graetz-Brücke mit 4 Dioden. Und Antwort A ist Wunschdenken. Wenn wir da gleich so eine relativ glatte Gleichspannung bekommen würden, wäre das schön, aber das ist natürlich nicht so. Antwort D ist die richtige. Wir bekommen hier nur die positive Halbwelle. Die negative Halbwelle der Wechselspannung wird einfach abgeschnitten. Welche Eigenschaften hat ein Schaltnetzteil? A. Hoher Wirkungsgrad, geringes Gewicht, großes Volumen. B. Niedriger Wirkungsgrad, geringes Gewicht, geringes Volumen. C. Hoher Wirkungsgrad, geringes Gewicht, geringes Volumen. Oder D. Hoher Wirkungsgrad, großes Gewicht, geringes Volumen. Sucht euch die Eigenschaften raus, die euch am besten gefallen, und ihr habt die richtige Antwort. Wir wollen natürlich einen hohen Wirkungsgrad, ein möglichst geringes Gewicht und auch ein geringes Volumen. Deshalb ist Antwort C richtig. Welches ist der Hauptnachteil eines Schaltnetzteils? A. Ein Schaltnetzteil kann hochfrequente Störungen erzeugen. B. Ein Schaltnetzteil hat einen niedrigen Wirkungsgrad. C. Ein Schaltnetzteil hat hohe Verluste. Oder D. Ein Schaltnetzteil kann keine so hohen Ströme abgeben. In den Antworten B bis D steht genau das Gegenteil von dem, was ein Schaltnetzteil bietet. Der Nachteil ist tatsächlich, dass die Impulse im Schaltnetzteil Oberwellen erzeugen, und wenn das Schaltnetzteil nicht ausreichend entstört ist, kann es dann andere funktechnische Geräte stören. Das nächste Thema sind Filter. Das können wir vielleicht ganz schnell abhandeln. Wer da nochmal genauer nachsehen will, da gibt es ja auch schon 2 Videos zu dem Thema. Was stellt die folgende Schaltung dar? Einen Bandpass, einen Sperrkreis, einen Hochpass oder einen Tiefpass. Im Grunde genommen haben wir es hier mit einem Spannungsteiler zu tun. Ein Widerstand davon ist konstant und der zweite Widerstand, nämlich der Kondensator, ist ein frequenzabhängiger Widerstand. Mit steigender Frequenz wird der Widerstand des Kondensators kleiner und damit wird auch die Spannung, die wir über den Kondensator abgreifen können, kleiner. Das bedeutet, niedrigere Frequenzen kommen gut durch, hohe Frequenzen schlecht. Und sowas nennt man einen Tiefpass. Wie wird die dargestellte Filtercharakteristik bezeichnet? Das ist im Prinzip der Verlauf des Signals mit steigender Frequenz. Die unteren Frequenzen kommen gut durch und ab einer bestimmten Frequenz wird das Signal mehr und mehr unterdrückt. Also auch das ist der Tiefpass. Bei der Schaltung sind jetzt Kondensator und Widerstand vertauscht. Mit steigender Frequenz wird der Spannungsabfall über dem Kondensator immer kleiner, sodass immer mehr hinten zum Ausgang durchkommt. Das ist genau das entgegengesetzte Verhalten wie bei der Schaltung von eben. Niedrige Frequenzen werden von dem Kondensator nicht so gut durchgelassen und je höher die Frequenz wird, umso besser klappt das. Deshalb ist das ein Hochpass. Und das ist dann nochmal die Filtercharakteristik eines Hochpasses. Je höher die Frequenz, umso besser kommt das Signal durch. Was stellt denn diese Schaltung dar? Die sieht so ähnlich aus wie die erste, allerdings ist jetzt der ohmsche Widerstand durch eine Spule ersetzt. Der Kondensator verhält sich genauso wie vorhin. Mit höherer Frequenz wird sein Widerstand immer kleiner und damit auch das Ausgangssignal. Die Spule unterstützt das Ganze noch, denn in dem gleichen Maß wie der Kondensator durchlässiger wird, steigt der Widerstand der Spule. Auch das ist ein Tiefpass und der reagiert viel stärker auf die Frequenz. Wenn wir Spule und Kondensator vertauschen, dann bekommen wir einen Hochpass, das sparen wir uns jetzt. Welche Schaltung könnte für die Tiefpassfilterung in einem Mikrofonverstärker eingesetzt werden? Am einfachsten kann man sich das merken, indem man guckt, welches Element ist denn parallel zu den Signalleitungen.
In den Schaltungen, wo das die Spule ist, werden niedrige Frequenzen kurzgeschlossen, denn die Spule ist ja für Gleichstrom und für niedrigere Frequenzen sehr durchlässig. Bei höheren Frequenzen wird der Widerstand der Spule immer größer und immer mehr von dem Signal gelangt an den Ausgang. Das bedeutet, hier haben wir es dann mit einem Hochpass zu tun. Im Fall D haben wir die Kondensatoren parallel zum Signal. Das heißt, je höher die Frequenz wird, umso mehr wird das Signal kurzgeschlossen, weil der Kondensator ja immer durchlässiger wird. Und das ist dann ein Tiefpass. Welche Schaltung stellt ein Hochpassfilter dar? Die gleiche Überlegung wie eben. Wenn der Kondensator parallel zum Signal liegt, dann haben wir ein Tiefpassverhalten. Wenn man den Kondensator aber in Reihe und die Spulen parallel zum Signal legt, dann haben wir ein Hochpassverhalten. Also auch hier ist Schaltung D die richtige. Der im folgenden Bild dargestellte Impedanzfrequenzgang ist typisch für einen Kondensator, eine Spule, einen Serienschwingkreis oder einen Parallelschwingkreis. Die Impedanz von Spule und Kondensator verändert sich ja gleichmäßig mit der Frequenz. Hier haben wir einen anderen Verlauf. Es gibt einen bestimmten Punkt, wo die Impedanz ein Maximum erreicht und rechts und links davon ist sie viel geringer. Das ist das typische Verhalten von einem Parallelschwingkreis. Wie verhält sich ein Parallelschwingkreis bei der Resonanzfrequenz? A wie ein hochohmiger Widerstand, B wie eine Spule mit sehr großer Induktivität, C wie ein niederohmiger Widerstand oder D wie ein Kondensator mit sehr kleiner Kapazität. Da könnt ihr euch gerne nochmal das Video zum Schwingkreis ansehen. Im Resonanzfall wirkt so ein Schwingkreis wie ein ohmscher Widerstand. Und wir haben ja gerade an der Abbildung gesehen, dass die Impedanz bei Resonanz am größten ist. Der Parallelschwingkreis wirkt also wie ein hochohmiger Widerstand. Der im folgenden Bild dargestellte Impedanzfrequenzgang ist typisch für eine Induktivität, einen Parallelschwingkreis, eine Kapazität, einen Serienschwingkreis. Das ist jetzt genau das entgegengesetzte Verhalten wie beim Parallelschwingkreis. Wir haben ein ausgeprägtes Minimum der Impedanz und das gehört zu einem Serienschwingkreis. Wie wird die dargestellte Filtercharakteristik bezeichnet? Vergleichen wir das mal mit den Bildern von vorhin. Das sieht aus wie ein Tiefpass, an dem sich dann ein Hochpass anschließt. Dazwischen gibt es einen Frequenzbereich, der wird nicht gut durchgelassen. Darum nennt man das eine Bandsperre, weil ein bestimmter Frequenzbereich ausgesperrt wird. Was stellt die folgende Schaltung dar? Einen Bandpass, einen Sperrkreis, einen Tiefpass oder einen Saugkreis? Spule und Kondensator sind in Reihe, also haben wir es mit einem Serienschwingkreis zu tun. Wie der sich verhält, haben wir gerade gesehen. Am Resonanzpunkt hat er die niedrigste Impedanz. Das heißt, bei der Eigenfrequenz des Schwingkreises schließt er dieses Signal praktisch kurz. Und deshalb nennt man sowas einen Saugkreis. Was stellt die folgende Schaltung dar? Hier liegt in Reihe zum Signal ein Parallelschwingkreis. Wir wissen, dass der bei Resonanz eine sehr hohe Impedanz hat. Das heißt, er lässt bestimmte Frequenzen sehr schlecht durch. Deshalb nennt man das einen Sperrkreis. Wie wird die dargestellte Filtercharakteristik bezeichnet? Hier haben wir jetzt genau das entgegengesetzte Verhalten wie bei der letzten Abbildung. Es wird nur ein schmaler Frequenzbereich durchgelassen. Niedrigere und höhere Frequenzen werden unterdrückt. Das ist ein sogenannter Bandpass, weil nur ein bestimmtes Frequenzband durchgelassen wird. Was ist ein LC-Oszillator? Es ist ein Schwingungserzeuger, wobei die Frequenz A mittels LC-Hochpass gefiltert wird, B durch einen hochstabilen Quarz bestimmt wird, C von einer Spule und einem Kondensator als Schwingkreis bestimmt wird oder D mittels LC-Tiefpass gefiltert wird. Richtig ist natürlich, die Frequenz wird bestimmt durch einen Schwingkreis aus Spule und Kondensator. Die Eigenfrequenz eines Schwingkreises kann man berechnen mit der Thomsonschen Schwingungsgleichung. F ist gleich 1 durch 2π mal Wurzel aus L mal C. Wie verhält sich die Frequenz eines LC-Oszillators, wenn bei zunehmender Temperatur die Kapazität des Kondensators kleiner wird?
Das können wir jetzt ganz eindeutig an der Thomsonschen Schwingungsgleichung sehen. Wenn die Kapazität C kleiner wird, dann wird der Nenner kleiner und damit der ganze Bruch größer. Das heißt, die Frequenz wird höher. Wie verhält sich die Frequenz eines LC-Oszillators, wenn bei zunehmender Temperatur die Induktivität der Spule größer wird? A. Die Schwingungen reißen sofort ab. B. Die Frequenz wird höher. C. Die Frequenz wird niedriger. Oder D. Die Frequenz bleibt stabil. Natürlich kann die Frequenz nicht stabil bleiben, wenn sich eines der beiden Elemente L oder C verändert. Die Schwingungen müssen auch nicht sofort abreißen, das wäre eine sehr ungünstig dimensionierte Schaltung, wenn das passiert. Wird die Frequenz nun höher oder niedriger? Auch das können wir wieder über die Schwingungsgleichung feststellen. Wenn die Induktivität größer wird, dann wird der Nenner in diesem Bruch größer und der gesamte Bruch kleiner. Die Frequenz sinkt jetzt also. Man kann sich einfach merken, je größer L und C, umso niedriger ist die Frequenz und je kleiner sie sind, umso höher wird die Frequenz. Der VFO eines Senders ist schwankenden Temperaturen unterworfen. Welche wesentlichen Auswirkungen könnte dies haben? A. Die Frequenz des Oszillators ändert sich langsam. B. Die Amplitude des Oszillators springt schnell zwischen verschiedenen Werten. C. Die Frequenz des Oszillators springt schnell zwischen verschiedenen Werten. Oder D. Die Amplitude der Oszillatorfrequenz schwankt langsam. Temperaturveränderungen gehen relativ langsam vor sich, beziehungsweise es dauert etwas, bis sich die Bauelemente auf die veränderten Temperaturen eingestellt haben. Deshalb ändern sich auch die Werte nicht sprunghaft, sondern allmählich. Und was sich dort bei der Temperaturänderung im Oszillator ändert, ist normalerweise die Frequenz. Bei einem Quarz-Oszillator handelt es sich um einen Schwingungserzeuger, bei dem die Frequenz A. mittels Quarz-Tiefpass gefiltert wird, B. mittels Quarz-Hochpass gefiltert wird, C. durch einen Quarz verstärkt wird oder D. durch einen Quarz bestimmt wird. Und ich hoffe, das muss ich nicht groß erklären. Natürlich ist bei einem Quarz-Oszillator der Quarz das frequenzbestimmende Element. Der Vorteil von Quarz-Oszillatoren gegenüber LC-Oszillatoren liegt darin, dass sie a. eine breitere Resonanzkurve haben, b. eine bessere Frequenzstabilität aufweisen, c. einen größeren Abstimmbereich aufweisen oder d. keine Oberschwingungen erzeugen. Also es wäre schön, wenn sie keine Oberschwingungen erzeugen würden. Die Realität sieht anders aus. Der Grund, warum man Quarze als frequenznormal benutzt, ist, dass sie eine bessere Frequenzstabilität haben. Wie sollte ein Oszillator aufgebaut werden, um unerwünschte Abstrahlung zu vermeiden? Die Speisespannung sollte ungesiebt sein, er sollte nicht abgeschirmt sein, er sollte niederohmig HF entkoppelt sein, er sollte durch ein Metallgehäuse abgeschirmt werden. Also eine ungesiebte Speisespannung, das macht nie irgendeinen Sinn. Wenn ich verhindern will, dass irgendwas abstrahlt, dann muss ich es einfach abschirmen. Antwort D ist richtig. Das Blockschaltbild stellt die Frequenzaufbereitung eines Mehrbandsenders dar. Welche Frequenz entsteht am Ausgang A, wenn der VFO auf 3,51 MHz eingestellt ist? Wenn man das Blockschaltbild ansieht, dann geht das Signal, bevor es am Anschluss A ankommt, zweimal durch einen Frequenzverdoppler. 2 mal 2 ist 4, also hat es am Ende die vierfache Frequenz. 3,51 MHz mal 4 sind 14,04 MHz. Auf welcher Frequenz muss der Quarz-Oszillator schwingen, damit nach dem Blockschaltbild von der PA die Frequenz von 145,2 MHz verstärkt wird? Jetzt müssen wir rückwärts rechnen. Die Oszillatorfrequenz wird zuerst verdoppelt, dann verdreifacht, dann nochmal verdoppelt. Das macht 2 mal 3 mal 2, insgesamt eine Verzwölffachung. Also müssen wir die 145,2 MHz durch 12 teilen. Dann kommen wir auf die Generatorfrequenz und das sind 12,1 MHz. Einem Mischer werden die Frequenzen 28 MHz und 38,7 MHz zugeführt. Welche Mischfrequenzen werden hauptsächlich erzeugt?
Bei der Mischung von zwei Frequenzen entstehen hauptsächlich eine Summ- und eine Differenzfrequenz. Also einmal 28 plus 38,7 MHz, das sind 66,7 MHz. Und die Differenz daraus, also 38,7 minus 28, das macht 10,7 MHz. Also Antwort A ist hier richtig. Welches sind die erwünschten Produkte, die bei der Mischung der Frequenzen 30 und 39 MHz am Ausgang des Mischers entstehen? Das ist quasi nochmal das Gleiche. Die erwünschten Produkte, das sind die Summen und die Differenzfrequenz. Alle anderen müssen herausgefiltert werden. Je nach Art des Mischers entstehen ja auch Oberwellen oder auch die Originalfrequenzen können noch durchkommen. Die Summen- und Differenzfrequenz von 30 und 39 MHz sind 9 MHz und 69 MHz. Antwort C. Wie sollte eine Mischstufe beschaffen sein, um unerwünschte Abstrahlung zu vermeiden? A. Sie sollte gut abgeschirmt sein. B. Sie sollte nicht geerdet werden. C. Sie sollte möglichst lose mit dem VFO gekoppelt sein. Oder D. Sie sollte niederfrequent entkoppelt werden. So eine ähnliche Frage hatten wir schon mal beim Oszillator. Wenn ich nicht will, dass es unerwünschte HF-Abstrahlung gibt, dann muss ich die Baugruppe abschirmen. Welche der nachfolgenden Antworten trifft für die Wirkungsweise eines Transverters zu? Ein Transverter setzt a. sowohl beim Senden als auch beim Empfang, zum Beispiel ein frequenzmoduliertes Signal, in ein amplitudenmoduliertes Signal um. B. sowohl beim Senden als auch beim Empfang, zum Beispiel ein 70 cm Signal in das 10 Meter Band um. C. sowohl beim Senden als auch beim Empfang, zum Beispiel ein DMR-Signal in ein D-Star-Signal um. Oder D. beim Empfang, zum Beispiel ein 70 cm Signal in das 10 Meter Band und beim Senden das 10 Meter Sendesignal auf das 70 cm Band um. Ja, was ist ein Transverter? Ein Transverter ermöglicht mir, mit meinem Transceiver auf einer anderen Frequenz zu arbeiten, als mein Sender und Empfänger hergibt. Er muss also beim Empfang als auch beim Senden die Frequenzen umsetzen. Und deshalb ist die richtige Antwort hier Antwort D. Ich habe zum Beispiel einen 10 Meter Sendeempfänger, möchte aber am 70 cm Band arbeiten. Dann brauche ich einen Transverter, der das Empfangssignal von 70 cm auf das 10 Meter Band umsetzt. Und beim Senden muss mein 10 Meter Sendesignal auf das 70 cm Band umgesetzt werden. Durch welchen Vorgang setzt ein Transverter einen Frequenzbereich in einen anderen um? Durch Frequenzteilung, durch Rückkopplung, durch Vervielfachung oder durch Mischung. In dem Fall passiert das durch Mischung. Auf die Art können wir sowohl die Sender- als auch die Empfangsfrequenz mit einem Oszillator umsetzen. Was stellt die nachfolgende Schaltung dar? Einen 13 cm Transverter zur Vorschaltung vor einem VHF-Sender, einen 13 cm Transverter zur Vorschaltung vor einem VHF-Empfänger, einen 13 cm Konverter für einen VHF-Sender oder D. Teile eines IQ-Mischers für das 13 cm Band. Hier wird ein 144 MHz Signal auf 2,4 GHz umgesetzt und das nur in eine Richtung. Das nennt man einen Konverter, im Gegensatz zum Transverter, der in beide Richtungen arbeitet. Richtig ist also Antwort C. Es ist ein 13 cm Konverter für einen VHF-Sender. Was stellt folgendes Blockschaltbild dar? Einen Transceiver für das 10 Meter Band, einen Vorverstärker für das 10 Meter Band, einen Transverter für das 2 Meter Band oder einen Empfangskonverter für das 2 Meter Band. Also es gibt ja einen Transceiver für das 10 Meter Band. Das ist das rechte Symbol. Wir interessieren uns aber für den Rest des Blockschaltbilds. Diese Baugruppen dienen dazu, die Frequenzen des 10 Meter Band Transceivers auf das 2 Meter Band umzusetzen. Dazu wird die Oszillatorfrequenz jeweils über einen Mischer gegeben. Beim Empfang ist der obere Zweig eingeschaltet,
Das heißt, das Empfangssignal wird auf das 10 Meter Band heruntergesetzt. Man nutzt also hier die Differenzfrequenz aus dem Mischer. Der Generator erzeugt ja über den Verdreifacher eine Frequenz von 116 MHz. Beim Senden ist der untere Zweig im Betrieb. Hier wird jetzt über den Mischer die Frequenz hochgesetzt, indem er die Summenfrequenz benutzt. Und so wird das Signal vom 10 Meter Band auf das 2 Meter Band umgesetzt. Da die Umwandlung hier in beide Richtungen funktioniert, haben wir es hier wieder mit einem Transverter zu tun. Warum soll der Lokaloszillator in einem Transverter für Satellitenbetrieb mit einer Ablenkfrequenz von 2,4 GHz temperaturstabilisiert oder durch ein höherwertiges Frequenznormal synchronisiert sein? A. Da die Frequenz des Oszillators für die Sendefrequenz heruntergemischt wird, verringert sich bei zunehmender Frequenzabweichung der Modulationsgrad. B. Da die Frequenz des Oszillators für die Sendefrequenz heruntergemischt wird, verringert sich dadurch die Abweichung. C. Da die Frequenz des Oszillators für die Sendefrequenz vervielfacht wird, nehmen die Nebenaussendungen mit zunehmender Frequenzabweichung zu. Oder D. Da die Frequenz des Oszillators für die Sendefrequenz vervielfacht wird, vervielfacht sich auch die Abweichung, die für SSB-Betrieb zu groß wäre. Ja, und genau das ist auch der Grund. Die Original-Oszillatorfrequenz läuft über einen Vervielfacher. Mit jeder Vervielfachung der Frequenz vervielfacht sich natürlich auch die Abweichung, die der Oszillator eventuell hat. Und bei SSB-Betrieb ist es für die Verständlichkeit wichtig, dass der Träger genau im richtigen Abstand zum Seitenband liegt. Worum handelt es sich bei dieser Schaltung? Einen NF-Verstärker, einen ZF-Verstärker, einen Tongenerator oder einen HF-Verstärker? Ja, ich glaube, solche Transistorstufen haben wir schon oft genug behandelt. Das ist natürlich eine einfache NF-Verstärkerstufe. Für welchen Zweck werden HF-Leistungsverstärker eingesetzt? Zur Modulation des Sendesignals, zur Anhebung des Sendesignals, zur Filterung des Sendesignals oder zur Mischung des Sendesignals. Der Begriff Verstärker sagt es eigentlich schon. Es geht nicht um Modulation, Filterung oder Mischung, sondern es soll einfach ein stärkeres Signal hinten rauskommen. Antwort B ist also richtig. Was versteht man in der Elektronik unter Leistungsverstärkung? A. Die Ausgangsleistung ist gleich der Eingangsleistung, da eine Spannungsquelle notwendig ist. B. Die Ausgangsleistung ist gleich der Eingangsleistung, obwohl keine Spannungsquelle notwendig ist. C. Die Ausgangsleistung ist gegenüber der Eingangsleistung größer und dazu ist eine Spannungsquelle notwendig. Oder D. Die Ausgangsleistung ist gegenüber der Eingangsleistung größer, obwohl keine Spannungsquelle notwendig ist. Die ersten beiden Antworten, die können wir vergessen. Ich will ja Leistung verstärken. Warum soll dann die Ausgangsleistung genauso groß bleiben wie die Eingangsleistung? Die Ausgangsleistung soll größer sein als die am Eingang des Verstärkers. Da ich dazu zusätzliche Energie brauche, brauche ich dafür natürlich auch eine Spannungsquelle. Wie ist die Ausgangsstufe eines SSB-Senders aufgebaut? Als nichtlinearer Verstärker, als Vervielfacher, als linearer Verstärker oder als Begrenzerverstärker? Da SSB-Betrieb ja eine Amplitudenmodulation ist, müssen wir dafür sorgen, dass sich diese Amplitude auch möglichst linear zur aufmodulierten Niederfrequenz verändert, weil sonst Verzerrungen entstehen, die auch zu Nebenaussendungen führen können. Das erreichen wir nur, wenn das Ausgangssignal sich linear mit dem Eingangssignal verändert. Wir brauchen also einen möglichst linearen Verstärker. Wie sollte die Stromzufuhr in einem Sender beschaffen sein? A. Sie sollte über das Leistungsverstärkergehäuse geführt werden. B. Sie sollte möglichst hochohmig sein. C. Sie sollte gegen HF-Einstrahlung gut entkoppelt sein. Oder D. Sie sollte mit möglichst wenig Kapazität gegen Masse ausgelegt werden. Einige Antworten machen überhaupt keinen Sinn, zum Beispiel B. Wenn ich eine hochohmige Stromzufuhr habe, dann bricht meine Spannung ein, sobald ich Strom entnehme. Entscheidend ist hier, dass wir über unsere Stromzufuhr keine eingestrahlte Hochfrequenz verbreiten wollen.
Deshalb muss sie gegen Hochfrequenzeinstrahlung gut entkoppelt sein. Über welche Bandbreite sollte der in der Blockschaltung dargestellte NF-Verstärker für eine gute Sprachverständlichkeit mindestens verfügen? Ich erinnere euch nochmal an die Fragen zur Einseitenbandmodulation. Wir übertragen ja nur Niederfrequenzen zwischen 300 Hz und 3 kHz. Deshalb reichen auch ungefähr 2,5 kHz für die Bandbreite des NF-Verstärkers aus. Welcher Frequenzgang ist am besten für den Mikrofonverstärker eines Sprechfunkgeräts geeignet? Das erste ist ein Tiefpass, der Frequenzen über 3 kHz unterdrückt. Dann kommt der Hochpass, der alles über 3 kHz durchlässt. Anschließend ein Hochpass, der etwas früher einsetzt, also ab einer Frequenz von 300 Hz. Wir wollen aber Frequenzen über 3 kHz möglichst unterdrücken, um die Bandbreite bei SSB nicht zu überschreiten. Andererseits können Frequenzen nahe dem unterdrückten Träger zu unangenehmen Effekten führen. Deshalb ist der beste Frequenzgang der in Abbildung D. Frequenzen unter 300 Hz und über 3 kHz werden möglichst gut unterdrückt. Bis hierhin haben wir in etwa die Hälfte der Fragen geschafft. Deshalb machen wir an der Stelle wieder einen Cut und setzen später fort. Bis dann.